Hey, schön, dass du wieder beim Kanal der Wow News gelandet bist. Aber Achtung, heute geht's um ein extremes Thema, das dir den Kopf komplett verdrehen kann. Ein Thema, das dich vielleicht nachts wach liegen lässt, weil du plötzlich begreifst: Deine schöne heile Welt ist nicht das, was du glaubst. Ich rede von der Matrix. Und bevor du denkst: Ach komm, das ist doch nur ein Film, sag ich es dir gleich: Halt dich fest, denn das, was du gleich hörst, ist schockierender als jede Hollywood-Fiktion. Hast du nicht auch manchmal dieses Gefühl, dass auf diesem Planeten etwas im Hintergrund läuft, das keiner so richtig aussprechen will oder darf? Du gehst durch den Alltag, machst deine Routinen, und plötzlich, zack, blitzt so ein Gedanke auf. Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Als ob ein Vorhang ganz kurz aufgezogen wird und du einen Blick hinter die Kulissen erhaschst. Und dann ist er wieder zu. Genau das ist die Matrix. Die Matrix ist dieses unsichtbare Netz, das dich täglich lenkt. Sie arbeitet mit Bildern, Schlagzeilen, Symbolen und Geschichten, die sich wiederholen. Sie will, dass du glaubst, dein Leben sei so ein tolles, großes. Doch tief in dir spürst du: Das kann doch nicht alles sein. Sie sagen: So ist es eben, alle machen es so. Aber wer zieht die Fäden? Wer entscheidet, was du wissen darfst und was nicht? Was du konsumierst und was nicht? Wer bestimmt, welches Drama groß in den Nachrichten läuft und welches Thema sofort wieder verschwindet, weil es den Eliten nicht dienlich ist? Es sind die machtvollen, unsichtbaren Kräfte, die lieber im Schatten bleiben. Mächte, die davon leben, dass du weiter schläfst. Und genau da kommt deine Entscheidung ins Spiel. Der Film, die Matrix, war keine Fiktion, es ist Realität. Du kennst sie bestimmt, die Szene mit der blauen und der roten Pille aus dem Film, die Matrix. Und jetzt mal Hand aufs Herz: Welche würdest du nehmen? Die blaue Pille, das heißt, weiter schlafen, nichts sehen, alles bleibt bequem. Du drehst dich zurück ins Kissen, glaubst weiter die Geschichten, die man dir erzählt, und hoffst, dass alles gut geht. Klingt angenehm und bequem, oder? Aber tief drin weißt du, es ist auch ein goldener Käfig. Die rote Pille hingegen bedeutet: Aufwachen. Keine Illusionen mehr, keine Filter, die Wahrheit pur. Und ja, die Wahrheit kann hart sein. Nicht jeder hält sie aus und verdrängt erfolgreich. Ja, sie kratzt auch an deiner Komfortzone, sie macht dich manchmal wütend, manchmal sprachlos. Aber sie macht dich frei. Mit der roten Pille siehst du die Codes, die Muster, die Lügen, und plötzlich erkennst du, dass du nicht mehr Spielball bist, sondern Spieler. Die meisten Menschen, und das ist jetzt die bittere Wahrheit, greifen jeden Tag zur blauen Pille. Sie scrollen, sie konsumieren, sie glauben, was ihnen serviert wird. Sie haben sich freiwillig die Spritze abgeholt, sie sind massive Schlafwandler in einem großen Theater. Und sie merken nicht einmal, dass ihre Entscheidungen längst für sie getroffen werden. Aber du, ja genau du, der das hier schaut, du spürst, dass etwas nicht stimmt. Sonst wärst du nicht hier. Und hier kommt der Wow-Moment. Wenn du dich einmal innerlich für die rote Pille entscheidest, gibt es kein Zurück mehr. Du siehst die Risse im System, die kleinen Lücken in der Show. Du erkennst, dass sich Schlagzeilen wiederholen wie kopierte Drehbücher. Du siehst, dass bestimmte Muster überall auftauchen. In Politik, in Medien, sogar in deinem Alltag. Sie kehren alles um, und du fragst dich: Wenn alles so künstlich wirkt, was ist dann echt? Die Matrix ist wie ein riesiger Spiegelkabinett-Trick. Alles sieht echt aus, alles reflektiert sich, doch dahinter ist nur Leere. Und genau dort, in dieser Leere, versteckt sich die Wahrheit. Die Wahrheit, die wenige offiziell aussprechen werden, weil sie das Spiel zerstören würde. Aber weißt du was? Alles, was lange im Dunkeln bleibt, kommt irgendwann ans Licht. Immer, die noch schlafen, lachen vielleicht über dich. Sie sagen: Ach, das sind doch nur Spinnereien. Doch das Lachen bleibt ihnen bald extrem im Hals stecken, wenn die Dinge, die man nicht sagen darf, plötzlich eintreten. Alles, was sie abtun, bewahrheitet sich früher oder später. Und dann stehst du da, nimmst einen tiefen Atemzug und denkst: Jawohl. Ich hab's gewusst. Weißt du, was das wirklich Faszinierende ist? Jeder Wow-Moment in deinem Leben ist wie Aufwachen, wie ein Schlag gegen die Matrix. Jedes Mal, wenn du dich fragst: Wem nützt das eigentlich? Knackt irgendwo ein Code. Jedes Mal, wenn du nicht schläfst, sondern kritisch bist und sagst: Das glaube ich nicht einfach so, verlierst die Matrix ein Stück Kontrolle über dich. Und genau deshalb ist die rote Pille nicht nur ein Symbol, sie ist ein Werkzeug. Natürlich ist es leichter, weiterzuschlafen. Aber willst du wirklich einer von den Pennern sein, die alles glauben und hinnehmen, als wäre es Gott gegeben? Oder willst du derjenige sein, der sagt: Stopp, hier läuft doch mächtig was falsch? Genau das unterscheidet Zuschauer von Spielern. Genau das trennt die träumen, von denen, die erwachen.
Am Ende geht es nicht darum, ob du die Matrix komplett sprengst. Es reicht, dass du beginnst, sie zu durchschauen. Wenn du dir klar machst, dass die beiden profitabelsten Geschäfte die Krankheit und der Krieg sind, dann ist es an sich leicht zu verstehen, was vor sich geht. Dass du endlich die Muster erkennst. Dass du die Fragen stellst, die keiner stellen will. Damit brichst du schon aus. Denn dann bist du kein Opfer mehr, sondern Gestalter. Und jetzt frag dich, welche Pille liegt gerade in deiner Hand? Die blaue, die dir weiterhin den Schlaf der Dummen schenkt, oder die rote, die dich endlich frei atmen lässt? Ich sage dir eins, wer einmal die rote Pille geschluckt hat, der kann nie wieder zurück. Der sieht die Zeichen und die Codes überall, in jedem Satz, in jedem Bild, in jedem Schlagzeilenfeuerwerk. Und dieser Blick, der verändert alles. Also, deine Entscheidung, weit erträumen oder aufwachen? Wenn du spürst, dass dich dieses Video berührt hat, dann unterstütze mich mit einem Klick, gib einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und schreib mir in die Kommentare. Welche Pille würdest du nehmen? Blau oder rot? Und vergiss bitte nicht, das Video zu teilen. Vielleicht wächst du damit genau die Menschen, die gerade immer noch schlafen. Und hier wirst du keine Illusionen serviert bekommen. Hier geht es um die Wahrheit, die dich entweder schlucken lässt oder dich endlich frei macht. Bis zum nächsten Mal, und halte die Augen offen. Die Matrix zeigt sich genau dann, wenn du am wenigsten damit rechnest.